Weltweit gibt es jetzt den ersten Zauberer von Oz Themenbereich in einem Freizeitpark. Wir waren selber vor Ort. Da gibt es 3 neue Achterbahnen und alles andere zu Wizarding World of Oz zeigen wir euch jetzt hier in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und dem Review zu The Wizarding World of Oz und den 3 neuen Achterbahnen, unter anderem Flight of the Wicked Witch sowie Kansas Twister. Aber Step by Step, wir gehen alles einzeln durch. In der Warner Bros. Movie World, Gold Coast, Queensland in Australien gibt es The Wizarding World of Oz jetzt als Themenbereich, direkt mit 3 neuen Achterbahnen. Typisches Eröffnungsdatum übrigens für so eine neue Achterbahn war der 20. Dezember 2024. Und Winter und Sommer sind in Australien halt gedreht. Das ist da ein bisschen anders. Wir waren dann im Januar 2025 vor Ort und haben uns das Ganze angeguckt. Also ist auch das Review und die Optik und alles genau Stand Januar 2025. Und folgt man der Yellow Brick Road, kommt man zur Wizarding World of Oz in einem Hinterhof. Man hat quasi im Hinterhof diesen Themenbereich geschaffen. Das gefällt uns absolut gar nicht. Man ist da in diesem Hinterhof zwischen den alten Studiohallen der Warner Bros. World. Und es gibt ein paar schöne Props, ein paar nette Ecken. Die Live-Charakter, die da rumlaufen, sind richtig gut und schön. Aber diese grünen Blechwände oder anderen Wände, die da angemalt wurden, das hat uns absolut nicht abgeholt. Dann fehlt so ein bisschen die Orientierung, wo muss man hin, wo geht es wohin, wo ist der Eingang zu was. Gut, dass wir wissen, dass diese Achterbahnen hier sind. Das ist auch ein bisschen schwierig. Und für so einen richtigen Themenbereich fehlt auch echt einiges noch drumherum. Und das ist wirklich im Gesamten echt nicht so schön geworden. Und der Park hat echt mehrere Millionen investiert. Es hat auch nur für gefühlt 3 Songs gereicht, die da laufen. Wenn ihr den Vlog gesehen habt, verlinke ich euch auch gerne. Und wir reden über andere Bahnen, da läuft die ganze Zeit der gleiche Quatsch im Hintergrund. Ja, und weiß ich nicht. Also früher war alles besser und ach, Warner war ja so toll. Ja, Warner 2025. Ja, auf jeden Fall gibt es da eine große Halle. Und dann denkt man so, okay, vielleicht ist dann, also erst einmal gedacht, wo der Ausgang ist, wäre der Eingang vielleicht, aber nein. Diese große Halle, da muss man rein und dann kommt man in eine noch viel größere Halle gefühlt und ist in einer leeren Halle, die ein bisschen schummrig ist, wo es so einen Peppers Ghost Effekt gibt und ein paar andere Effekte, Animationen. Da ist schon ein bisschen was los, das sieht schon ganz nett aus, aber es ist halt auch groß und wieder unübersichtlich, also immer noch unübersichtlich. Und am Ende gibt es so 2 kleine Schilder über 2 Türen, die dann zu 2 Bahnen führen. Vorher, das muss man wissen, gibt es aber die Testsitze zu diesen Bahnen, die sind da komplett versteckt. Vorher ist auch ein gutes Stichwort für was stand denn da vorher, weil das ein bisschen wichtig ist. Und zuvor gab es dort eine andere Achterbahn an der Stelle. Arkham Asylum Shock Therapy von 1995 bis 2019. Ein von der Firma Vekoma gebauter SLC, Suspended Looping Coaster. Das Ding, was ihr alle kennt, auch zum Beispiel aus dem Moviepark Germany. Hier mit der Abschlusshelix nochmal vor der Schlussbremse, diese eine Schleife, die gefahren wird, wie es zum Beispiel im Gardaland vorzufinden ist. Und ja, dieses alte Gebäude davon, beziehungsweise das Schlussbremsen-Stationskonstrukt, das wird heute auch noch genutzt. Und da hat man dann unter anderem für Kansas Twister Gebäude reingebaut, die dann jetzt die Warteschlange sind, zu denen wir auch gleich noch kommen. Verrückt ist, diese Bahn wird vermisst. Man fand vor Ort auf jeden Fall, die Fans oder Locals oder wie auch immer, fanden das besser als das, was jetzt gekommen ist. Mal gucken, was jetzt gekommen ist. Und wir kommen zur ersten Achterbahn, die es jetzt gibt. Flight of the Wicked Witch. Von der Firma Vekoma ebenfalls geliefert. Also Vekoma, niederländischer Achterbahnhersteller und kein SLC, sondern ein SFC, ein Suspended Family Coaster 453. Und das ist eine Bezeichnung für ein Standard-Layout dieses Suspended Family Coasters. Standard-Layout bedeutet, man hat die Bahn genauso ein paar Mal gebaut und in dem Fall seit 2013 bereits 14 Stück. Designer des Layouts ist Benjamin Blomedal und es gibt zum Beispiel das Original, die erste Auslieferung, Orkanen im Farouk Sommerland in Dänemark. Aber auch hier auf dem Kanal schon gezeigt oder auch nicht in den USA, bei Dollywood gibt es dieses Layout. In polnischen Energylandia gibt es dieses Layout oder auch im französischen Parc de Boucas oder in der Gumbuya World in Australien. Australien hat nicht so viele Achterbahnen und
zweimal quasi die gleiche. In der Gumboya World 2022 eröffnet und 2 Jahre später hier. Bei dem großen Projekt weiß ich aber nicht, ob man da vielleicht versehentlich, ohne es zu wissen, gleich bestellt hat und Vekoma eleganterweise, wie man es ja auch macht, keinem der anderen was gesagt hat, dass ihr gerade das gleiche bestellt habt. Um mitfahren zu können übrigens, müsst ihr mindestens 1,5 Meter groß sein, dann aber noch in Begleitung. Und ab 1,30 Meter dürft ihr alleine mitfahren. Bei 2,5 Meter ist leider auch Schluss. Suspended Family Coaster bedeutet übrigens auch, dass hier der Zug wie beim Vorgänger quasi unter der Schiene hängt. Und die Beine frei in der Luft baumeln. Außerdem die Typenbezeichnung 454 verrät es schon, 454 Meter ist die Achterbahn lang und eine Höhe von 19 Meter sorgt dafür, dass 67 km/h Spitzengeschwindigkeit erreicht werden können. Was spannend ist, ist der verschiebbare Catwalk, die Treppe, die unterhalb des Liftes lang geht und zur Seite geschoben ist und nicht vorhanden ist unter dem Lift, aber dahin geschoben werden kann. Nichts Neues, wie gesagt, schon öfter gebaut, aber hier mir aufgefallen, dass das hier super oft in den Kommentaren stand und man kann das verschieben, bzw. muss das verschieben, damit die Bahn unten drunter langfahren kann. Damit das vorgegebene Lichtraumprofil eingehalten wird, also der Safety Envelope, der Sicherheitsbereich. Man kann da, ohne irgendwo anzuecken, diese Treppe dann im Falle einer Evakuierung darüber schieben. Wenn die Treppe da drüben ist, kann die Achterbahn aber nicht fahren. Dafür gibt es dann Sensoren. Das ist einer von vielen Sicherheitsaspekten. Man hat hier einen Schoßbügel, der von oben runterkommt, den sogenannten Over-the-Shoulder Lap Bar. In Australien nochmal zusätzlich mit einem Gurt gesichert, was einfach nur fürs subjektive Sicherheitsgefühl da ist und da aber gerne so gemacht wird. Im Ganzen tolle Fahrt, macht einfach Spaß, sind wir schon mehrfach gefahren und fahren wir auch gerne weiter. Super Produkt, geilster Coaster-Typ, also wirklich, also nicht geilster, aber super guter Coaster-Typ, der richtig Spaß macht und eine wirklich sehr schöne Familienachterbahn ist und Layout haben wir schon mehrfach hier besprochen. Leider ist die Gestaltung jetzt nicht so state of the art und ja, der tolle Filmpark hier hat da jetzt schon was gemacht, aber nicht viel. Das, was gemacht wurde, ist auch echt gut. Da hat die Firma Picoplay Hand angelegt und auch abgeliefert. Und wenn man dann in dieser großen Halle den richtigen Eingang passiert hat, kommt man erstmal ja, zu einem Blumenmeer, was sehr groß wirkt. Aber vorher war schon der dunkle Wald ausgeschildert. Und unterm Strich sind wir ja auf dem Weg zur bösen Hexe. Und dann müssen wir durch den dunklen Wald, der echt gruselig gemacht ist in der Warteschlange. Und anschließend geht es nach draußen, dann ist es dann nicht mehr so gruselig. Und auch an der Strecke hat man jetzt nicht so viel gemacht, wie die Artworks haben erahnen lassen oder versprochen haben, aber es sind natürlich auch immer nur Artworks und Konzepte. Aber vor allem die Tunneleinfahrt und alles andere, das ist doch sehr hinterhoflastig und sieht mehr aus wie der Hinterhof von einem Filmpark als der Wald von der bösen Hexe, wo die lang fliegt. Stationsgebäude von außen sieht auch noch cool aus, das ist auch schön gemacht, aufwendig gemacht. Von innen auch wieder nicht so viel und ja, fehlt so ein bisschen, da hätte man viel mehr investieren müssen, um ein bisschen mehr Gestaltung zu haben. Also ich verstehe auch, dass da an bestimmten Ecken was weggelassen wird, dass es nicht geht, aber so der Themenpark schlechthin in Australien, da erwarte ich dann doch schon ein bisschen mehr. Aber es gibt ja auch noch Achterbahn 2 und 3 und das ist Kansas Twister und das sind Achterbahn 2 und 3 zusammen. Kansas Twister ist nämlich ebenfalls von der Firma Vekoma zwei sogenannte Family Boomerang. Family Boomerang bedeutet familientaugliche Achterbahn, die aus der Station rückwärts rausgezogen wird, ein Lift hoch, losgelassen wird und man den Schwung nimmt, einmal durch die Station durchbläst, dann eine Strecke absolviert, dann gibt es einen Spike, den man hochfährt und dann fährt man das Ganze durch Schwerkraft wieder rückwärts zurück. Und hier 2 Bahnen nebeneinander, die sich duellieren, also sich eine Mischung aus Rennen und Duell liefern. Das ist auch kein Custom Layout, was jetzt extra für die Warner Bros. World in der Gold Coast an der Gold Coast gemacht wurde, sondern auch ein Layout, also kein Standard-Layout, aber ein Layout, was es schon gibt, und zwar von Traystrade in Wildlands Emmen. In den Niederlanden ist ein Zoo, die haben diese beiden Achterbahnen seit 2018 und jetzt 2025 gibt es exakt dasselbe Layout in Australien. Hier aber mit einem sehr coolen Zug, der vorne ein Traktordesign hat, 2 verschiedenfarbene Traktoren, die da unterwegs sind, sehr viele Details hat, auch im Inneren nochmal sehr viele Details hat, da hat man sich sehr viel Mühe gegeben auf jeden Fall.
Ansonsten 22 Meter hoch diese Achterbahn mit 58 km/h Spitzengeschwindigkeit und einer Streckenlänge von 225 Metern. Hier könnt ihr übrigens schon ab 95 cm mitfahren und bis 1,20 Meter noch in Begleitung, sowie ab 3 Jahren bis 6 Jahren in Begleitung. Und auch bei Kansas Twister startet die Experience wieder in dieser großen leeren Halle. Wir nehmen einen anderen Eingang, haben erstmal so ein bisschen generischen Weg und kommen dann in ein Farmhaus. Und Kansas Twister lässt es erahnen, wir sind auf der Farm, aber es kommt ein Tornado und man erlebt diesen Tornado quasi direkt schon in diesem großen Farmhaus, der die Warteschlange auch ist und durch das man durchläuft. Hinter den Fenstern stürmt es gewaltig, da ist das Unwetter am Toben, aber auch innen sehen wir schon, der eine oder andere Stuhl ist vielleicht umgefallen und die Lampen wackeln. Super cooler Effekt, dieses Haus hat einfach Stimmung, Atmosphäre, steht aber hässlich unter diesem komischen alten Vordach von dem SLC-Quatsch da. Also es ist wirklich hässlich alles. Also dieser Hinterhof da, das ist, warum? Da ist viel Potenzial drin. Das Stationsgebäude von Kansas Twister, mega gut geworden, sieht richtig cool aus, auf dem Dach eine Kuh, was immer bei Tornado und Twistern ein beliebtes Easter Egg ist, was ja auch bei der Studio Tour Movie Park mehrfach auch Erwähnung findet. Und auch vom Inneren, grandiose Station, die Station sieht richtig toll aus, alles drumherum, diese Doppelstation, wie es gemacht ist, sehr schön, gefällt mir sehr gut. Die Traktoren gefallen mir. Draußen dieses Maisfeld, auf den ersten Blick denkt man, auf den zweiten Blick passt es schon. Dann guckt man sich nochmal das Artwork an und denkt sich, ah nee, da habe ich doch mehr erwartet. Aber alles in allem schon gut. Und beide Bahnen oder Anlagen, Themen. Ich verstehe, dass die Australier vielleicht jetzt nicht so hyped sind, wenn das die große Neuheit ist und viele, viele Millionen investiert wurden. Und du weißt, es passiert dann jetzt auch erstmal die nächsten Jahre nichts Großes, Gewaltiges. Wenn es dann das ist, dass du da dich nicht so ganz abgeholt fühlst bei der Auswahl im Land und bei den Strecken, die man irgendwo anders hin bräuchte, das verstehe ich schon. Im Großen und Ganzen ist das aber alles super solide und gut. Es sind tolle Anlagen, die richtig Spaß machen, die sich gut fahren, die für uns Standard-Layouts sind, weil wir super viel fahren, super viel unterwegs sind. Ja, der Otto-Normalverbraucher, der jetzt irgendwie nach Warner Brothers geht, der kennt jetzt nicht diese Strecken-Layouts. Eventuell Leute, Gumbuya World, Warner, das ist vielleicht ein Problem, das ist dann ein bisschen unglücklich. Aber sonst, ganz ehrlich, das passt auf jeden Fall. Gestaltung ist auch gut, ist nicht schlecht. Pick-up-Play haben hier echt gute Arbeit geleistet, aber ein bisschen mehr, ein bisschen detailreicher hätte es dann am Ende doch sein dürfen, aber vielleicht ist auch das Budget ausgegangen. Auch da ist meine Erwartungshaltung bei der Warner Brothers Movie World, der Originalen, eine ganz andere. Erstmal, nachdem wir den Park besucht haben und den Rest des Parks gesehen haben, können wir uns alle glücklich schätzen, dass der Movie Park Germany inzwischen aussieht, wie er aussieht. Also das Fundament, die Basis ist jetzt nicht unbedingt die idealste. Vor allem auch dieser Innenbereich, wo man reinkommt, der dann den Themenbereich so richtig darstellt. Da fehlt auf jeden Fall der Wow-Effekt. Also der Wow-Effekt fehlt überall, aber da ist, okay, das ist Universal Studios Hinterhof. Da waren wir in Japan, als wir in der Extended Queue waren für Yoshi. Also es fehlt in der B-Note auf jeden Fall, im Gesamten aber top gemacht, gut umgesetzt. Nur der Detailgrad und der Wow-Effekt, die haben auf jeden Fall bei The Wizarding World of Oz uns gefehlt. Was denkt ihr darüber, nachdem was ihr gesehen habt oder wart ihr selber vor Ort? Lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen.